Hello everybody! So today I decided I was going to make a video, but first I got me some new glasses and I haven't decided yet whether I want to film my videos with my glasses or without. So today I decided I was going to be making a video where I speak multiple languages. A few people have asked me if I could speak some languages. I always kind of try to stay away from it. I'm not entirely sure why, I just kind of thought, meh, another time. But I think the time has come. And let's just go. Hello, so this is me speaking in English, as you're probably used to. Fun fact, a lot of people have asked me over the years of me making YouTube videos where I'm from, because they can't place my accent anywhere. That's because when I was first learning English, I was surrounded by a whole fuck ton of different accents. For example, I was surrounded by Americans, British people, and Australians, and just all of those kind of accents. I was never really able to just zero in on one. As you can hear out of me speaking, there are always some little phrases and little things that I say in different accents. For example, I say tomato. I refuse to say tomato because then it has to be potato. I don't know, British I always say with an American accent, and American I say with a British accent. The only thing I say in an Australian accent is water. And that's thanks to Community Channel. So yeah, hats off to you. And as far as I'm concerned, that's the English part done, so let's move on to the next one. Next language is Swiss. Swiss is my mother tongue. I don't like speaking it on camera, as you'll soon find out why. Soll ich sehen? Also so wie ihr sehen könnt, ist das mein Akzent, wie ihr hört, ich komme... I love being a troll. Sali zusammen, so, jetzt hören ihr mich auch mal, wie ich Schweizerdeutsch rede. Ja, wie ihr hört, ich komme aus dem Bündnerland. Und das war natürlich ein völliger Witz gewesen. Ich komme nicht aus dem Bündnerland. Ich habe eigentlich die ersten 11 Jahre von meinem Leben im Aargau gelebt. Fun Fact, ich habe noch nie richtig einen Aargauer Dialekt gehabt. Ich habe es noch nie wirklich gehört. Ich bin eigentlich immer nur um Zürich und Luzern und Berner aufgewachsen. Meine Familie hat so ein kleines Ding mit dem Dialekt nachmachen, wie ihr ja jetzt vorher auch gesehen habt. Das Einzige, was ich ein bisschen anders sage, ist, dass ich «blubbe» sage. Also zum Beispiel, anstatt «ich bin daheim geblieben», sage ich bin daheim geblieben. Und alle lachen sich jedes Mal zu Tod, wenn ich «blubbe» sage. Aber ich bin wirklich einfach ich bin daheim geblieben. What the fuck ist «blubbe»? Keine Ahnung, ich bin daheim geblieben. Ich habe mich irgendwo entschieden, so richtig einfach so aus Trotz «blubbe» zu sagen. So richtig so, weisst du was? Fick dich. Ich sage «blubbe». Oh, ich muss es auf Englisch machen. Wenn ich hure geil würde übersetzen, ist es einfach nur «slut horny». What the fuck? Mit euren neumodischen Elektrogeräten die Stimme aufnehmen und ihr das nachher hört, ihr hasst eure Stimme, oder? Das hatte ich nie gehabt, als ich YouTube-Videos gemacht habe. Wirklich nie. Ich habe meine Stimme irgendwie... Keine Ahnung, ich kann es einfach so, ja, ist halt. Aber auf Schweizerdeutsch, ich kann mich nicht hören. Darum wird das Video schneiden ein richtiger Scheiß Küchenkästchen. Ich liebe es, weil es tönt einfach nur... So hören das Leute, es ist einfach nur... Küchenkästchen. 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 Die nächste Sektion ist Hochdeutsch oder einfach nur Deutsch. Und ja, let's go. Für eine Schweizerin wie mich gibt es 2 Arten von Hochdeutsch. Es gibt das Hochdeutsch, das man im Fernsehen spricht, so wie ich das jetzt spreche. Dann gibt es auch noch das richtig hässliche Schweizerdeutsch. Das sprechen dann die Schweizer, wenn sie auf München gehen oder auf Konstanz zum Shoppen gehen. Hört doch bitte auf, wenn sie das schönere Hochdeutsch nicht einmal probieren, sondern mit diesem Schweizer Kack reinpfurren. Aber ich verstehe natürlich auch, dass nicht alle Schweizer das schöne Hochdeutsch sprechen können. Auch von mir aus, ich sage überhaupt nicht, dass ich das allerschönste Hochdeutsch spreche. Dieses Hochdeutsch übrigens habe ich gelernt durch Fernsehschauen. Keine Ahnung, ich konnte das irgendwie einfach nur hören und nachsprechen. Das haben wir in meiner ganzen Familie so, irgendwie alle Frauen in meiner Familie, die Männer können sie überhaupt nicht, aber fast alle Frauen in meiner Familie können das. Sie können einen Dialekt hören oder einen Akzent und bumm, nachsprechen. Das nächste ist Spanisch und von diesen habe ich echt Angst. Ich habe echt Angst, Spanisch zu sprechen, weil ich schon sehr, sehr lange kein Spanisch mehr gesprochen habe. Aber ich dachte mir, weißt du was, ich habe schon so viel mal gesagt, dass ich Spanisch sprechen kann. Wenn ich jetzt nicht mit Spanisch komme, bin ich einfach nur ein clickbaity Arsch. Ahora es el momento que tengo que engañar un poquito, un poquito. Es que cuando tenía 11 años... Boah, mi español es muy mal. Cuando tenía 11 años, vivo en Ibiza. Es una isla de... ¿Isla? Sí. Es una isla de España. Y sí puedes ver, mi español es un poquito malito
porque no puedo practicarlo en Suiza. He escrito past, present, el, el, el presento. Fuck. Mi español no es tan bueno como las otras lenguas, porque no puedo practicarlo en Suiza. Es que nunca tengo oportunidades para hablarlo con gente que está de España. Tengo muchísimas pausas dentro de las palabras. No dentro de las palabras, pero ¿sabes? Fuck. El problema. No, es el problema. Fuck. Estaba usando el traductor de Google para unas líneas de este texto. Hola, soy Janice, tengo 21 años y estoy en Suiza. Oh, I don't know how to say I live. Fuck. Cuando estoy en España o en Ibiza, porque mi madre vivía es past tense. La mayoría de veces, voy a leerlo. La mayoría de veces la gente entiende lo que estoy tratando de decir. Con el español entiendo más de lo que puedo hablar. Estoy un poquito así como hablar el español, pero en entender, sí. Entiendo más o menos todo, más o menos. Hay unas palabras que no tengo ninguna idea. Todo el día estoy hablando en el presente, nada de futura. No tengo ninguna idea cómo hablar esto. Das ist die Ende der Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es das hat, dann könnt ihr vielleicht ja bleiben, bis ich ein anderes Video wieder mal mache. This is the end. Okay. Adios. I got the Spanish in there. At last.